immer du bereit. Ja, schon. Ich denke, weißt du, Coach Sweeney wollte, dass ich hierher komme und eine Rolle ausfülle, die er für mich als am besten erachtete. Und ich hatte das Gefühl, dass dies eine Situation ist, die für ein 30-jähriges Ich am besten ist und wo ich ganz im Moment sein kann. Die bestmögliche Person für dieses Team sein kann und ihm um jeden Preis helfen kann und ihn. Und ich habe das Gefühl, das ist jeden Tag mein Ziel, wenn ich in diese Einrichtung komme. Ich möchte mich verbessern und dem Team helfen auf jede erdenkliche Weise. Und ich denke, als ich hierher kam, hatte ich das definitiv im Hinterkopf und das ist, was ich seitdem tun wollte. Ja, Don, es ist absolut großartig, von so tollen Trainern zu lernen. Ich meine, Coach Sweeney hat einfach so eine erstaunliche Perspektive, auch wirklich alles auf das Leben, auf Football und es ist so großartig, das zu hören. Ich meine, wenn man an ein paar anderen Orten war, hört man so viel Unterschiedliches von verschiedenen Leuten und von Coach Sweeney zu hören. Er ist offensichtlich einer der Besten, die es je gemacht haben. Deshalb ist es einfach wirklich großartig, von ihm zu lernen und von ihm zu hören. Also, weißt du, falls ich in Zukunft selbst coachen möchte, habe ich sein Wissen, das er an unser Team weitergegeben hat, das ich später auch für mich nutzen kann. Ich meine, du weißt, dass beide phänomenale Führungspersönlichkeiten sind. Ich meine, wie man sehen kann, haben beide viele Spiele gewonnen und offensichtlich machen beide irgendetwas richtig. Was die Unterschiede angeht, ich denke, sie sind wirklich, ich meine, die Leute könnten sagen, sie sind hier und da verschieden, aber meiner Meinung nach sind beide einfach phänomenale Führungspersönlichkeiten und finden einen Weg, ihr Team zum Sieg zu führen. Wenn es schwierig wird, wenn Widrigkeiten auftreten, legen sie nach und sie erledigen die Arbeit. Ich erkenne Coach Sabin voll und ganz an. Ich meine, er hat mir geholfen, dorthin zu kommen, wo ich meine ersten 3 Jahre war. Und weißt du, Coach Sweeney jetzt, sie haben beide insgesamt einen tollen Job gemacht und sind wirklich großartige Gewinner. Als du, weißt du, den Umzug nach Arizona gemacht hast, was war dein Gedankengang? Würde das 1 Jahr, 2 Jahre machen? Hast du gedacht, du wolltest darauf? Und dann, wissen Sie, was hat Sie dazu bewogen zu sagen, ja, ich möchte das noch 1 Jahr machen und Clubs wählen? Ja, David, ich glaube, wissen Sie, in dem Moment fühlt es sich für mich wie die beste Entscheidung an, die Arizona State zu gehen. Und ehrlich gesagt, ich meine, die Leute können fragen, warum hast du das getan? Warum hast du jenes getan? Aber ich weiß wirklich, und hierher zu kommen, hat mir geholfen, das zu verstehen, dass alles aus einem Grund geschieht. Und ich würde heute wahrscheinlich nicht hier auf diesem Stuhl sitzen, wenn ich diesen Zwischenstopp nicht gemacht hätte. Und ich weiß, dass ich genau hier sein soll, wo ich jetzt bin. Diesen Schritt in meinem Leben zu gehen, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Also, ich meine, im Grunde habe ich alles in Gottes Hand gelegt und wissen Sie, alles liegt bei ihm. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt extrem glücklich über meine Erfahrung dort. Ich habe viel gelernt. Ich habe viele coole Dinge gesehen. Es war ein anderer Teil des Landes. Das war so wirklich cool. Und wissen Sie, ich wusste nicht wirklich, was mein nächster Schritt sein würde. Es war eine schnelle Entscheidung, wissen Sie natürlich. Ähm, und deshalb ist es einfach wirklich cool zu sehen, wo ich jetzt bin. Und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich jetzt hier auf diesem Stuhl sitzen würde. Wie kam man sich jetzt zurück? Wir haben Sie beim alten Training gesehen, nehme ich an. Wussten Sie das schon? Sie waren schon einmal hier. Wussten Sie es schon oder hat das Wissen Sie erst an jenem Tag zu sehen oder wie lange Sie auch immer da waren, das für Sie gefestigt? Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe schon nach der Highschool so viel über Clemson gehört. Wissen Sie, ich war ein paar Mal zu Besuch dort und ich glaube, wenn man am College ist, sieht man einfach, was für ein großartiger Anführer Coach Sweeney ist, wie fantastisch er zu seinen Spielern ist und was für ein großartiges Umfeld er hier geschaffen hat. Und ich glaube, als ich das sah und die Gelegenheit bekam, als er wollte, dass ich hierher komme und einfach zu einem Bowl-Training erscheine und ich mich mit ihm zusammensetzen und reden konnte, da wurde mir klar, dass es wirklich keine bessere Option als Clemson geben konnte. Also denke ich, es hat sich definitiv zu meinen Gunsten entwickelt, dass er wollte, dass ich hierher komme. Ja, John. Also, das ist der Großvater meines Vaters, also mein Urgroßvater. Ähm, und natürlich habe ich so viele Geschichten gehört. Ich meine, ich bin in Birmingham, Alabama aufgewachsen, nur 1 Stunde von Tuscaloosa entfernt. Also bin ich als Kind zu den Spielen gegangen und man hört ja so viele Geschichten von früheren Spielern. Und selbst als ich dort spielte und auch jetzt hier, weißt du, gibt es einige Mitarbeiter, die unter meinem Urgroßvater gespielt haben. Es ist also wirklich cool, die verschiedenen Seiten der Geschichten und ihre Perspektive zu hören, denn natürlich hatte ich nie die Chance, ihn kennenzulernen. Und deshalb, weißt du, dass nie Druck erzeugt, nie so etwas.
War irgendwie einfach eine Ehre, ihn in meinem Leben zu haben und es ist etwas Besonderes, darüber nachzudenken. Ich hatte nie die Chance, ihn zu treffen, aber er hat das Leben so vieler Menschen nachhaltig geprägt, dass ich das auch für andere tun möchte. Ich meine, ich glaube, ich habe immer gehört, wenn man etwas liebt, dann bleibt man dran. Und ich habe wirklich so viel durch das Footballspielen gelernt. Ich meine, hinter einigen der größten Quarterbacks zu stehen, die es derzeit gibt. Ich meine, es gibt 4 Jungs, hinter denen ich gespielt habe, die in der ersten Runde gedraftet wurden bei Alabama. Und ich habe natürlich eine Menge von NFL-Trainern bei ASU gelernt. Und hier mit Coach Sweeney und seinem Stab ist es einfach großartig. Deshalb glaube ich, dass ich so viel über das Spiel lernen konnte. Und zwar von der statistischen Seite her, alles das Analysieren der Aufzeichnungen, all das. Ich habe so viel Wissen aufgebaut, ich liebe es so sehr und möchte noch viel mehr Zeit damit verbringen, dass ich nicht weiß, ob ich es schon aufgeben könnte. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich definitiv im Trainerbereich sehen. Coach. Er ist absolut phänomenal. Er war für mich ein echter Augenöffner. Ich meine, ich habe den entspanntesten und ruhigsten Playcaller erlebt, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er kommt direkt auf den Punkt und weiß genau, was er tut. Ich meine, wir werden unser Ding durchziehen und wir werden es effizient machen. Und er gibt dem Quarterback eine wirkliche Stabilität, sodass er sich zurücklehnen kann und weißt du, er hat volles Vertrauen in ihn, den Football zu werfen. Also, ich meine, egal wer da drin ist, wir werden in der Lage sein, effektiv zu sein. Und mit der Offensive, die er aufgebaut hat, muss man sich nicht davor scheuen, einfach den Ball zu werfen. Ich meine, das ist das Tolle daran. Und er hat so viel Vertrauen in uns und ins gesamte Team aufgebaut, durch das, was er getan hat, die Offensive zu installieren. War wirklich richtig klasse. Paul oder nur ein Teil davon? Mein vollständiger Name ist Paul William Brian Tyson. Und die Namensänderung kommt also von meinem Urgroßvater, meiner Großmutter. Also daher kommt die Namensänderung. Sie war seine Tochter. Also habe ich Tyson bekommen. Aber Paul William Bryan, ich bin nach meinem Großonkel benannt. Und dann auch nach meinem Urgroßvater. Ist es mit diesem Namen in Alabama aufzuwachsen? Weißt du, wussten die Kinder, mit denen du aufgewachsen bist? Wussten sie was? Ja, du sagtest David, richtig. Ja, ich denke. Ich meine, wie gesagt, es ist einfach eine solche Ehre, denn es hätte wirklich, weißt du, viele Leute können auf verschiedene Arten auf dich zukommen und sagen, dass hier viel Druck herrscht. Du musst dem gerecht werden. Aber es hat mich eigentlich nur darüber nachdenken lassen, wie gesegnet ich bin, in dieser Situation zu sein. Ich meine, es gab mir die Gelegenheit, Football zu lieben. Und es hat mich wirklich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ich ins Coaching einsteigen wollte. Also ich denke, insgesamt war es einfach eine solche Ehre, damit aufzuwachsen. Und weißt du, ich habe ihn immer bewundert wegen ihm. Und deshalb war es wirklich cool, ihn in meinem Leben zu haben. Und einfach zu wissen, natürlich konnte ich ihn nicht mehr treffen. Aber es hat einen bleibenden Einfluss darauf, wer ich heute bin. Er ist verstorben, ich schätze, vor 2 Jahren wahrscheinlich. Ja, aber welche Geschichten hat deine Familie weitergegeben? Was erinnerst du jemanden an ihn? Gibt es irgendeine Geschichte, die hervorsticht wie, das ist mein Urgroßvater? Ich denke, ich meine, es gibt natürlich einige großartige Geschichten, wo er den Spitznamen Bär bekam gegen einen Grizzlybären für eine Dollarrang und ihn besiegte und dann nicht einmal den Dollar bekam, einen Döner bekam. Der Typ ist weggelaufen und hat ihn nicht einmal bezahlt. Er war ungefähr 12 Jahre alt. Es gibt da viele coole Geschichten, wie ich von früheren Spielern gehört habe, dass er so hart zu ihm war. Und wissen Sie, damals gab es beim Training nicht einmal Trinkpausen. Ich meine, das war einfach eine völlig andere Welt. Aber ich glaube, das Coolste für mich persönlich war, dass ich mich noch an Coach David Cutcliffe erinnere. Ich habe Duke besucht und ich hatte ihn nie zuvor gesehen, nie persönlich getroffen, aber in der Sekunde, als er mich sah, fing er an zu weinen, weil ich ihn so sehr an meinen Urgroßvater erinnerte. Und das hat mich wirklich auf eine besondere Art berührt, weil ich so eine Begegnung natürlich noch nie zuvor hatte. Und heute ist Coach Cliff wie ein Mentor für mich. Er war so großartig und hat mir in der Offseason sogar ein bisschen beim Training geholfen. Er war also wirklich toll und das war ein sehr cooler Moment für mich, das miterleben zu dürfen. Hast du für einen Dollar gerungen? Ich meine, ich habe das Gefühl, ich müsste es, wenn mein Urgroßvater es getan hat, ich könnte ihm nicht aus dem Weg gehen. Aber ich werde mir sicher nicht die Mühe machen, einen zu suchen. Das ist sicher. Oder sie haben bei Alabama gespielt. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Wissen Sie, wie Andrew einige Leute kennt, die bei Alabama gespielt haben. So haben Sweeney selbst und sie hatten auch so viele Geschichten über meinen Urgroßvater gehört, dass diese einfach an sie weitergegeben wurden.
Und dann konnten sie an mich weitergeben und deshalb ist es wirklich cool, dass ich auch so viel über meinen Urgroßvater gelernt habe. Habe ich mich versprochen. Entschuldige mich. Deine Rolle jetzt, da er im zweiten Jahr als Starter spielt. Wie sieht deine Rolle bei seiner Unterstützung aus? Fehler nehme ich an in den ersten paar Spielen. Wenn die passieren, hast du Worte für ihn oder unterstützt du ihn? Oder wie siehst du den Umgang mit solchen Situationen? Ich denke, T hat eigentlich sehr effektiv gespielt und ich finde, er hat einen großartigen Job gemacht, auf Widrigkeiten zu reagieren. Ich meine, besonders auf der Quarterback-Position schlagen Widrigkeiten sofort zu und man muss in der Lage sein, zurückzukommen. Und ich finde, das hat er in dieser Saison bisher großartig gemacht und er verbessert sich ständig. Aber was meine Rolle angeht, ich möchte einfach nur sein Rückhalt sein und das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, dass ich immer für dich da bin, wenn du irgendetwas brauchst. Wenn du meine Hilfe möchtest, bin ich da und versuche dir bestmöglich zu helfen. Wenn wir vom Feld kommen und ich etwas aus einem anderen Blickwinkel sehe, weil er vielleicht in eine andere Richtung schaut oder wenn ich die Rückseite einer Deckung oder so etwas sehe, kann ich ihm vielleicht ein paar zusätzliche Tipps geben. Wenn wir also vom Feld kommen, möchte ich zusammen mit Coach Ellie und dem Rest des Stabes sowie einigen Spielern eine Stütze für ihn sein. Ich möchte mein Wissen, das ich aufgebaut und gelernt habe, nutzen, um das Ganze auf dem Spielfeld insgesamt effizienter zu machen. Aber ich glaube, vieles davon beginnt hinter den Kulissen, wenn wir uns die Filme ansehen. Meine Tate und ich verbringen stundenlang im Filmraum und analysieren das gegnerische Team. Wir schauen uns die Deckungen an, die sie spielen und überlegen, wo wir die Verteidigung angreifen können. Vielleicht schauen wir uns jeden Spielzug an und überlegen, okay, wenn sie diese Deckung spielen, wie greifen wir sie dann an? Bei dieser Deckung, wie greifen wir sie dann an? Vieles davon passiert also wirklich hinter den Kulissen, aber ich möchte dem Team auch auf dem Feld so gut ich kann eine Hilfe sein, an der Seitenlinie stehen und ihnen mit meinem Wissen auf jede erdenkliche Weise helfen. Oh, extrem scharf. Ich meine, als ich im zweiten Jahr war, da war ich definitiv nicht so fokussiert wie er. Er hat seine Sachen voll im Griff und arbeitet extrem hart, so hart, wie ich es noch bei niemandem gesehen habe. Und ich denke, das spricht für ihn. Er wird definitiv zu 100% erstklassiger Spieler. Das merkt man einfach daran, wie er im Filmraum arbeitet, wie ernst er seine Aufgaben nimmt und wie viel ihm jede einzelne Wiederholung im Training bedeutet. Alles zählt und die kleinen Dinge sind wirklich wichtig für die Disziplin, die du verlangst. Richtig, also bei meiner Verletzung habe ich mir tatsächlich meinen Daumen leicht ausgekugelt. Ich weiß nicht genau, was es war, aber das UCL-Band. Drew Brees hatte das auch. Also, viele Quarterbacks machen das beim Werfen, dass sie irgendwie den Helm berühren, wissen sie, und ich kann es gar nicht richtig erklären. Ich bin medizinisch gesehen nicht allzu beunruhigt, aber ich weiß, dass die Genesung wahrscheinlich etwa 8 bis 10 Wochen gedauert hat. Und das ist direkt während der Match Drills passiert. Also John, ich habe so ein bisschen das Spring Game verpasst und die ganze Vorbereitung darauf. Das war natürlich hart, aber ich denke, durch die Jahre, die ich bereits gespielt habe, konnte ich trotzdem im Filmraum von Coach Valley lernen. Er hat großartige Arbeit geleistet, um mich auf dem Laufenden zu halten. Oft habe ich mich im Training etwa 30 bis 40 Yards vom Spielgeschehen entfernt aufgestellt und versucht, die Abläufe alleine durchzugehen, ohne jemanden um mich herum, einfach damit ich konzentriert und effizient bleiben konnte, denn ich wollte mental so viele Wiederholungen wie möglich machen, aber eben auch ein wenig körperlich dazu. Das war so ziemlich das Einzige, was ich tun konnte. Aber im Sommer musste ich dann den nächsten Schritt machen, als Mensch reifen und in der Offense dazu lernen. Und das bedeutete einfach, im Mai hier zu bleiben, statt nach Hause zu fahren, weil ich die Offense einfach noch besser verstehen wollte. Als dann der Herbst kam, fühlte ich mich deutlich wohler damit, als ich es sonst gewesen wäre. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen herzlichen Dank, dass ich